Hallo meine Lieben, ich habe ja jetzt schon einige Videos gemacht, wo ich euch das Silhouette Studio gezeigt habe und da habe ich auch die Frage bekommen, muss ich mir jetzt einen Silhouette Plotter kaufen, damit ich das nutzen kann? Und nein, das ist natürlich nicht der Fall. Ich persönlich würde meinen Make-up Plotter nie im Leben wieder hergeben, aber das Design Studio von Cricut ist halt so ein bisschen mein Sorgenkind. Und wenn es euch auch so geht oder ihr mit dem Plotter Canvas zum Beispiel arbeitet und ihr da wirklich einfach gerne mehr Möglichkeiten haben möchtet, um eure Designs zu gestalten, da habe ich heute ein Video dazu, wo ich euch zeigen werde, wie ihr Sachen im Silhouette Studio erstellen könnt und die dann aber mit dem Broderick Canvas oder auch mit dem Cricut Design Space weiter bearbeiten könnt und so dann die mit eurem Plotter verwenden könnt. Um das machen zu können, müsst ihr aber die Business-Version vom Silhouette Studio haben. Wenn ihr mein Video dazu nicht gesehen habt, das verlinke ich euch hier oben. Und bleibt auch bis ganz am Schluss dran heute, weil ich habe da noch eine kleine Verlosung. Aber wir starten jetzt zuerst mit dem ersten Projekt und das gleich nach dem Intro. Das erste Projekt, was ich für euch habe, sind ganz normale Schnittlinien. Ich habe das vorbereitet, aber das ist komplett simpel, weil es ist quasi eine Schrift. Na, wenn ich hier Text einfügen gehe und da was schreibe, dann kann ich ja beim Textpanel eine Schrift aussuchen und ich habe diese Schrift, das ist Bohema Spirit, die habe ich aus dem Design Store heruntergeladen oder gekauft und heruntergeladen, sagen wir es mal so. Und die hat auch ganz viele Glyphen. Ich wähle die jetzt mal aus, respektive da muss ich natürlich den Text entsprechend markieren und dann die Schrift aussuchen. Ich mache das kurz noch ein bisschen größer, damit ihr das auch seht. Und dann will ich Glyphen, nämlich beim M. Und dann, wenn ich bei den Glyphen drauf gehe, dann habe ich hier beim M und der braucht jeweils ein bisschen zum Laden, weil das schon heftig ist, was hier an Schriften drin ist bei der Schriftart. Und da habe ich ganz einfach dieses M, das M hier durch dieses M ausgetauscht. Und dann seht ihr, dass ihr dieses ganze Design quasi schon mitkriegt. Ich muss hier kurz ein bisschen schieben. Und dann markiere ich noch den U und gehe zum U runter. Und da beim U habe ich ganz einfach diese Pfeilspitze verwendet. Und so ist das ganze Design eigentlich schon erstellt. Jetzt haben wir hier solche Unterbrüche, ne? Das heißt, auch bei solchen Texten müsst ihr das natürlich markieren und dann verschweißen. Wenn ich dem kurz eine Farbe gebe, seht ihr doch ein bisschen besser was. Und so habe ich quasi das Design erstellt. Und dann habe ich um das Ganze rum noch ein Offset gemacht, hier über das Offset-Fenster. Das habe ich so bei einer 5,5 mm gemacht. Und ich möchte das gerne, dass ich da die Zwischenteile nicht habe. Und deshalb gehe ich hier auf verknüpften Pfad lösen und dann kann ich diese einzelnen Elemente hier mit der Zurücktaste ganz einfach löschen. So, wunderbar. Und dann habe ich dem kurz auch noch eine andere Farbe gegeben, so ein hellbraun. Und so habe ich mein Design schon erstellt. Jetzt, damit ihr das mit einem anderen Programm verwenden könnt, braucht ihr eben die Business-Version, weil dann könnt ihr
das Ganze einfach auswählen und sagen Auswahl speichern auf der Festplatte und dann hier im Dateiformat SVG auswählen. Den Namen lasse ich so, dann sage ich OK. Jetzt starten wir zuerst mal mit dem Cricut Design Space. Da kann ich sagen hochladen, dann sage ich Bild hochladen und kann da ganz einfach aus dem Ordner, wo ich das gespeichert habe, dieses Manu, das kann ich hier reinziehen. Und dann seht ihr, erkennt er das wunderbar. Ich kann das hochladen, anklicken, Bild einfügen. Und jetzt seht ihr auch bei den Ebenen, dass ich einerseits den Hintergrund habe. Das ist da kurz die Verbindung auflösen mit zerlegen. Dann ist nämlich das obere Element und das untere Element sind zwei Ebenen quasi, aber ich habe sogar bei diesem Element sind die einzelnen Elemente auch in den Ebenen vorhanden. Das heißt, ihr könntet hier immer noch weiter die bearbeiten. Aber so kann ich das Design eigentlich nehmen und ausplotten. Was ich jeweils mache, weil die Größe übernimmt es nicht 100%ig genau. Das heißt, ich gehe jeweils ins Studio und wenn ich beide Elemente markiert habe, sehe ich hier, das sind 296,26 mm. Für den Cricut Design Space, da habe ich das auf Zentimeter eingestellt, das sind das 29,626. Das heißt, hier habe ich auch beide markiert und gucke hier, dass das Schlösschen aktiviert ist. Dann kann ich sagen 29, schon wieder vergessen, ne? 29,626. Ja, 29,62. Ihr seht, es war ziemlich nah dran, aber nicht ganz. Und so habe ich jetzt genau die gleiche Größe, wie ich das im Silhouette Studio hatte. Und so könnt ihr da eigentlich schon auf Herstellen gehen und dann hättet ihr zwei Matten. Upsi, das wäre natürlich so schlecht, ne? Wir müssen das schwarze Element müssen wir verbinden, damit die Elemente dann auch am richtigen Platz bleiben. So, jetzt haben wir es. Ne, das hier das braune Element und dann auf der schwarzen Matte quasi das, was ich in schwarz hatte. So einfach könnt ihr Elemente, die aus Schnittlinien bestehen, das heißt Vektordateien als SVG exportieren und hier in den Cricut Design Space rübernehmen. Gucken wir uns das Ganze noch kurz mit dem Brother Canvas an. Da habe ich diesen Button, wo ich sagen kann, SVG von Ihrem Computer importieren. Da nehme ich auch wieder dieses Manu. Wenn wir uns hier die Größe angucken, da sind es 29,63 und ich hatte gesagt, 29,626, er hat einfach aufgerundet, aber ich denke, der übernimmt das durchaus in der richtigen Größe. Aber auch hier habt ihr die ganzen Elemente aufgelistet. Was er nicht macht, ich hatte vorhin das eigentlich gruppiert. Das heißt, wenn ich hier nur den Schatten wegnehme, kurz, weil ich will das auf einer Ebene und den Rest auf einer Ebene. Machen wir es kurz so, den wieder deaktivieren. Dann kann ich das Ganze hier gruppieren. Und dann haben wir hier genau gleich wie vorhin zwei Gruppen. Eine ist der Hintergrund, das andere ist das Schwarze und die sind alle auch schon auf Schneiden eingestellt. Und wenn ihr das in der Größe anpassen wollt, könnt ihr das natürlich immer noch machen. Das heißt, hier könnt ihr das auch weiter bearbeiten. Aber auch hier seht ihr, sobald ihr ein SVG habt, könnt ihr das super auch auf den Brother Canvas importieren und von da aus ausplotten. Bevor wir ins zweite Projekt reingehen, wollte ich euch die Karte nochmal zeigen, weil wir werden genau dieses Design verwenden. Ich habe eine kleine Anpassung gemacht, nämlich das
dieser Sticker oder das Pop-up-Element neu hier auf der Seite ist, dass man, wenn man die Karte so hält und aufmacht, dass es sich dann eben hier befindet. Das ist die einzige Änderung, die ich gemacht habe. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, wie ich das Design erstellt habe, dann verlinke ich das euch hier oben. Aber um das eben in Erinnerung zu rufen, ich habe die Basiskarte, die 20 cm mal die 14 cm, habe ich kurz mit dem Falz- und Schneidebrett geschnitten und gefalzt. Dann haben wir hier in der drinne dieses Pop-up-Element. Plus auf dem Pop-up-Element habe ich den Sticker in derselben Größe mit einem Print and Cut gemacht. Und außen habe ich eine Mattung oder eine Auflagekarte, auch mit einem Print and Cut gemacht. Und dann habe ich hier einen Spruch mit einem Offset. Na, auch der Sticker war natürlich mit dem Offset, aber das hier mit dem Offset und das dann habe ich einmal Print and Cut ausgeschnitten plus einmal nur das äußere Element, um das dann mit Dimension auf die Karte aufzubringen. Einfach damit ihr das Ergebnis seht. Das werden wir jetzt quasi nochmal machen und ich zeige euch, wie ihr das dann in die entsprechenden Programme exportieren könnt. Wie gesagt, für das zweite Projekt habe ich eben diese Karte und da habe ich euch vorhin auch gezeigt, dass ich hier die Orientierung einfach gewechselt habe. Das heißt, ich habe nochmal dieses Offset vom Bären genommen und daraus nochmal ein Pop-up-Element erstellt. Die Karte werde ich manuell schneiden, 14 cm mal 20 cm und bei 10 cm falzen. Jetzt, wenn wir das hier alles nehmen würden, ne, wir haben Bilder und wir haben Schnittlinien. Und was auch wichtig ist, ihr seht hier, ich hoffe, ihr seht es, mal ein bisschen größer, ihr seht, dass diese Perforierungslinien eine andere Farbe haben als alle anderen Schnittlinien. Und genau das braucht es auch. Ich markiere jetzt einfach mal alle diese Elemente und dann sage ich Auswahl speichern auf Festplatte, dann sage ich dem Cricut Pop-up Karte und hier sage ich eben auch wieder SVG-Datei und sage OK. Wenn ich jetzt in den Cricut Design Space rübergehe und sage hochladen und das Bild hole, hier dieses Cricut Pop-up Karte, das reinziehe, dann sagt er einerseits, das Bild ist groß, aber er sagt auch, dass das SVG, was ich reinholen wollte, Bilder beinhaltet, die er nicht unterstützt. Soll ich trotzdem importieren? Ich sage jetzt mal weiter. Und dann seht ihr, dass ich die ganzen Schnittlinien habe. Das Happy Birthday ist drin, weil das ist eine Schrift. Das heißt, die ist auch aus Schnittlinien gemacht. Aber die Inhalte von den Bildern sind hier nicht vorhanden. Das heißt, ich breche hier ab, weil das ist nicht brauchbar. Was heißt das jetzt für uns? Ich kann als SVG alles, was Schnittlinien beinhaltet, rübernehmen, aber sobald ich Bilder habe, die ich per se eigentlich mit einem Print and Cut ausdrucken will und ausschneiden will, das funktioniert so nicht, das müssen wir anders machen. Und dazu mache ich Folgendes. Ich mache jetzt aus all diesen Sachen, wo ich einen Print and Cut machen will, quasi Sticker draus. Das heißt, ich wähle hier den Hintergrund aus. Das ist hier dieser Hintergrund. Den mache ich weiß und die Schnittlinie mache ich auf nicht sichtbar und mache da den Bären wieder drauf. Schön mittig, markiere das alles und gruppiere das. Das ist das erste. You better tell the truth real fast. Jetzt habe ich diese einzelnen Elemente und ich habe das markiert, gehe auf Datei, Auswahl speichern, auf Festplatte. Und was ich jetzt mache, ich wähle hier ein PNG aus. Und dem sage ich, das ist Cricut und
Happy Bee. Und sage OK. Dann könnt ihr mit den Pixeln noch arbeiten, aber ich habe gemerkt jetzt bei mir, das reicht durchaus aus für die Größe, die ich habe. Was aber wichtig ist, dass ihr hier transparenter Hintergrund auswählt und das speichern. Und genau das mache ich mit den anderen beiden Elementen auch, nämlich hier mit der Karte. And then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do. Und dann, wenn ich die hier alle quasi als Sticker exportiert habe, exportiere ich hier noch den Rest. Und diesmal aber als SVG. Und eben hier haben wir zwei unterschiedliche Farben. Das heißt, wir haben die allgemeinen Schnittlinien in Rot und die Falzlinien in Blau. Und genau das brauchen wir auch. Ich gehe wieder rüber zur Cricut. Dann sage ich Bild hochladen. Dann nehme ich dieses C-Pop-Up-Karte, schiebe das hier rein. Und ihr seht, jetzt haben wir ganz einfach einmal das Outline, weil das will ich ja separat noch ein zweites Mal schneiden. Und die Karte, da kann ich hochladen sagen, das anklicken und Bild einfügen. Jetzt, um sicher zu sein, dass das die richtige Größe ist, solange alles noch markiert ist, gucke ich mir kurz die Größe hier drüben an. Na, wenn ich das alles markiert habe, dann ist es in der Breite 19,209. So, dann haben wir hier auch schon mal die richtige Größe. Dann holen wir uns noch die anderen Dateien rein. Hier bei den Bildern sage ich jeweils Komplex, gehe weiter, weiter. Und jetzt will ich ein Drucken und dann Schneiden Design und sage Hochladen. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. Und dann kann ich die drei Dateien quasi auswählen und einfügen. Das heißt, ich habe hier meinen kleinen Bären, die Karte und den Sticker. Und auch da gehe ich natürlich jetzt wieder hin und gucke, dass ich die richtige Größe habe. Der Bär, der ist 7,88 mm oder 7,88 cm. Weil das muss stimmen, damit der dann hier haargenau drauf passt. Ne? Dann der Spruch hier. 9,287. Und dann noch diese Karte. 13,5. Immer halt wirklich darauf achten, dass hier das Schlüsschen zu ist, damit es dann auch die richtige Höhe auswählt. So, jetzt habe ich die drei Elemente, mit denen ich ein Print and Cut machen werde. Aber wir müssen uns hier noch kurz um was kümmern. Das ist mir die Karte rot gemacht. Das ist im ersten Moment mir eigentlich gerade egal. Aber wenn wir uns dieses Schnittelement angucken, da stimmt noch einiges nicht damit. Wenn ich das so jetzt schneiden würde, dann würde es hier dieses Element hier ringsherum ausschneiden. Und das wäre natürlich nicht gut. Von dem her sage ich hier kurz zerlegen. Dann wähle ich dieses Element aus und mache das raus, respektive ich blende das aus, weil ihr könnt es auch löschen, das brauchen wir nicht. Und jetzt seht ihr, dass diese einzelnen Linien hier die Perforierungslinien sind, auch hier über die Karte hinüber, dass das jetzt im Moment Schnittlinien sind.
Wenn ich jetzt sagen würde, ne, das sind Perforierungslinien, dann habe ich das Problem, dass die zu große, also zu wenig Abstand haben. Das würde, gerade so bei dem hier, würde es dann einmal schneiden, dann wäre es ausgeschnitten. Das funktioniert so nicht. Das Schöne ist, bei der Cricut können wir ja falzen. Und deshalb sage ich jetzt bei all diesen Linien, die Perforierungslinien sind, dass ich da falzen will. Das heißt, alle die hier unten, dann alle hier. To do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but und die Linie, die hier über die Mitte der Karte geht, das muss auch ein Falzen sein. Und der Rest kann geschnitten werden, das passt so. Das heißt, ich habe hier die Elemente, die ich drucken und schneiden werde. Und dann nehme ich alle Linien, die ich falzen werde und schiebe die kurz ein bisschen hoch, weil ich will, dass er zuerst falzt und dann schneidet. Was ich jetzt mache, ist das natürlich alles wieder verbinden, damit das eine Karte ist. Dann habe ich hier meine 3 Sticker. Das, was ich nicht brauche, das kann ich eigentlich löschen. Und dann hier noch einmal einen Schnitt. Den nehme ich auch hier hoch. So, und jetzt können wir zuerst die ausblenden und hier mit den 3 Sachen sagen, dass ich das drucken will. Das heißt, ich gehe auf Herstellen. Dann hat es mir das auf die Matte verteilt und ich kann jetzt hier auf Weitergehen, damit ich das ausdrucken kann. Das heißt, an Drucker senden. Das ist mein Drucker. Dann nehme ich jeweils Systemdialog verwenden, drucken, weil dann kann ich die Einstellungen noch definieren und kann hier sagen, er soll das optimal drucken. Dann kann ich das hier auch schon auf meine Matte drauf packen. Dann hier mein Cardstock aussuchen. Das richtige Werkzeug habe ich schon drin. Dann kann ich die Matte laden. Und dann lossagen und dann sucht er sich die Linien ab und schneidet es dann. So, das war schon mal das erste. Das hat er wie zu erwarten wunderbar ausgeschnitten. Das heißt, ich habe hier meinen Bären, meine Karte und den Schriftzug. Dann kann ich hier fertigstellen sagen und jetzt blende ich diese Elemente aus und nehme die oberen Elemente und gehe da auch auf Herstellen. Und ihr seht, er wird zuerst falzen und dann der einfache Schnitt. Da gehe ich auf Weiter. Dann nehme ich auch meinen Cardstock. Und hier, ihr könnt entweder das Falzrad nehmen oder ihr könnt auch sagen, ich will ganz einfach den Ritzstift nehmen oder das Doppelrillrad. Ich nehme hier den Ritzstift, normale Klinge. Und dann können wir auch schon loslegen. Das heißt, ich nehme hier ein leeres Blatt und lege das dahin, wo es das Ganze dann auch schneiden wird. Dann brauche ich hier noch den Ritzstift, der kommt hier da rein in diese Kammer, in die A-Kammer. In der B habe ich das Messer. Dann können wir sagen, laden. Und loslegen.
Das heißt, wenn er mit dem Ritzen fertig ist, dann fängt er einfach von selber an zu schneiden. Das ist der Vorteil, weil wir 2 Kammern haben. Und jetzt seht ihr eigentlich auch schon, warum jetzt gerade diese Art von Karten mit der Cricut Joy nicht funktioniert, weil ich habe keine Möglichkeit mit der Cricut Joy zu ritzen. Von dem her wird das leider nicht funktionieren. Und dann können wir auch schon entladen. Ich habe hier, anstatt dass ich geritzte oder diese Perforierungslinien habe, habe ich Falzlinien. Das Prinzip ist wieder dasselbe. Das heißt, die unteren Falzlinien kommen nach vorne und die obere nach hinten. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Und so haben wir wunderbar auch schon unsere Pop-up-Karte hier vorne mit dem Element drauf. Und dann, wenn man es öffnet, kommt eben dieses Pop-up-Element hoch. Diesmal in die Richtung. Bei der anderen hatte ich es ja so gemacht, dass es quasi so aufgeht. Es ist zugegebenermaßen ein bisschen einfacher, das Ganze umzulegen, wenn es Perforierungslinien hat, als wenn es Falzlinien hat. Aber es hat auch funktioniert. Vielleicht gebt ihr da, wenn ihr das falzt, könnt ihr einstellen, ob wenig Druck, Mitteldruck oder Hochdruck. Vielleicht guckt ihr da, dass ihr hoch auswählt, damit diese quasi Falzlinien noch ein bisschen klarer sind. So, und ihr seht, mit dem Cricut Maker gemacht. Wie gesagt, mit der Cricut Joy wird es nicht funktionieren, weil ihr A, keine Falzlinien machen könnt und B, ihr könnt mit der Cricut Joy per se eigentlich keinen Print and Cut machen. Aber auch da könnt ihr andere Designs, die ihr erstellt, wie das erste Projekt, was ich euch gezeigt habe, das könnt ihr damit auch schneiden. Aber eben Vorteil hier wirklich mit dem Maker, könnt ihr solche Sachen genau gleich basteln. Jetzt, bevor wir dann zur Verlosung kommen, gucken wir uns das Ganze natürlich auch noch mit dem Brother Plotter an. So, für den Brother Plotter habe ich wieder den Ursprung, das heißt das, was ich nicht angepasst hatte für die Cricut, sondern den Ursprung eigentlich, was ich im Silhouette Studio erstellt hatte. Und hier müssen wir ein paar andere Sachen machen. Ich habe ja bei meinem Brother Plotter, ich habe den CM900, der hat keine Print-and-Cut-Funktion, sondern eigentlich nur eine Scan-and-Cut-Funktion. Das heißt, was ich dafür brauche, ist, ich brauche die Bilder
und dann aber auch die Cut-Dateien. Und so werde ich das auch exportieren. Das heißt, ich markiere hier mal alle, außer die Bilder, und sage Datei, Auswahl speichern, sage da SVG und dann sage ich dem B wie für Brother Pop-up-Karte. Dann gucken wir uns das mal hier drüben an auf dem Canvas Workspace. Nehmen als SVG-Datei. Das müsste diese Pop-up-Karte hier sein. Bei den Bildern zeige ich euch kurz, warum ich die Schnittdatei behalten habe und die mit rübergenommen habe. Das hat folgenden Grund. Wenn ich das als Bild einfügen würde jetzt und dem sagen sollte, er soll es nachzeichnen, ich erinnere euch, das ist ein PNG, das heißt, ich habe einen transparenten Hintergrund. Und trotzdem macht er das mit einem weißen Hintergrund und versucht dann irgendwie hier die Linien zu finden, und es ist eigentlich egal, wie ich hier die Farben verändere. Wenn das keine schwarzen Außenlinien hat, hat er fast keine Möglichkeiten, das zu erkennen. Und genau deshalb habe ich die Schnittdatei auch mit rübergenommen. Da wir eben mit dem Scan-and-Cut quasi nicht das ausdrucken können und dann gleich schneiden können, mache ich das ein bisschen anders. Das heißt, ich nehme hier die Sachen, die ich nachher ausschneiden will, Ctrl+C, mache da kurz eine neue Datei, füge das ein. Und jetzt gehe ich einfach hin und drucke das aus auf mein Drucker. Und jetzt werde ich quasi versuchen, das zu scannen und dann die Schnittdatei drüber zu legen. Mal gucken, ob das funktioniert. Weil per se könnte man auch sagen, ne, ich scanne das einfach und definiere dann, welchen Abstand es oder welches Offset ich haben will. Aber das wird dann garantiert nicht auf das passen, was ich bei meiner Karte habe. Deshalb muss ich das quasi so machen. Weil, ihr habt das vielleicht auch schon gesehen, dass man eine Print-and-Cut-Funktion quasi kaufen kann, wo dann die Passmarken ausgedruckt werden und ich das dann auch mit dem Broderick Canvas verwenden kann. Das gibt es aber nur für die höheren Serien, das heißt ab der DX-Serie. Für den CM900 funktioniert das nicht, und selbst für die DX, das was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe es selber nicht ausprobiert, aber das Feedback war jetzt nicht so super, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt würde ich sagen, laden wir die Matte mal. Sagen scannen. Und dann Scan zu Schnittdaten. Und dann Start drücken. Jetzt können wir hier sagen, was alles dazugehört zum Design. Das sollte reichen, sage ich okay. Jetzt muss ich dem hier sagen, versuche das mal zu finden. Jetzt sage ich einfach mal speichern. Und was ich jetzt versuche, ist das an den Canvas rüber zu geben. Jetzt sollte das hier eigentlich, wenn ich sage, importieren von Ihrer Schneidemaschine, nehmen wir die Datei. Und das sieht so aus. 58
along with bits of candy wrappers. Looking back to when our castle was. So, jetzt brauche ich einerseits dieses Element, mache ich Ctrl+C, Ctrl+V. Und das müsste ich ja jetzt hier drauf platzieren können. Schön mittig. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe es so noch nie gemacht, ganz ehrlich gesagt, aber wir gucken uns das mal an. Dann brauche ich hier diesen Rahmen. Ctrl+C, Ctrl+V. Der kommt quasi über das Bild mit der Wolke und den Ballonen. Und dann brauchen wir noch den Text hier. Ctrl+C, Ctrl+V. Und das gebe ich hier, wo das Happy Birthday ist. So, das sind die drei Formen. Alles andere kann ich ausblenden. Und dann kopiere ich diese drei Dinge kurz. Und blende das hier oben, blende ich aus. Jetzt versuche ich, ob das funktioniert, wenn ich das jetzt an den Plotter übergebe. Und ich jetzt quasi sage Muster, die abrufe und sage OK. Und sage, ich will die schneiden. Dann muss ich aber mein Messer noch einstellen. Das habe ich jeweils mit einer 5, glaube ich, geschnitten. Ich habe das Gerät schon extrem lange nicht mehr verwendet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh so, und jetzt müsst ihr Daumen drücken, dass das auch wirklich funktioniert. Vacation was making figure eights in the parking lot. Remember when we used to forget. Und oh Wunder, Daumen drücken hat funktioniert. Ich habe das ganz ehrlich in den 2 Jahren, in denen ich den Plotter verwendet habe, habe ich immer gesagt, naja, Print and Cut geht nicht. Aber mit dem Trick funktioniert das tatsächlich extrem gut. Also wenn man sich den Schnitt anguckt bei dem Element, das ist wirklich sauber ringsherum. Und das heißt, wenn ihr etwas einfach ausdruckt, das dann scannt, die Matte drinnen lasst, nicht wieder rausnehmen, sondern die Matte drinnen lassen, die Datei über WLAN an euren PC übertragt, das da dann wieder reinholt und dann die entsprechenden Schnittdateien über diesen Elementen platziert, dann nur die Schnittdatei an den Plotter übergebt, die Matte ist immer noch drin und dann ihr das Ganze ausschneidet. So funktioniert es tatsächlich. Ich bin begeistert. Ne? Wenn ihr euch das anguckt, super sauber geschnitten. Auch hier dieses Element wunderbar ringsherum geschnitten. Bei der Karte hat es eine ganz kleine Abweichung auf der Seite, aber ist jetzt nicht schlimm. So, jetzt müssen wir noch den Rest angucken. Das heißt, ich kann hier diese Elemente ausblenden, die brauchen wir nicht mehr. Und auch diese Elemente hier oben, die brauchen wir auch nicht mehr. So, und dafür müssen wir die alle hier wieder einblenden und rüber schieben. Vom Happy Birthday brauche ich nur eins, dann nehme ich das hier oben, das heißt das hier, da mache ich die Sichtbarkeit aus. Hier brauche ich das hier im Moment nicht mehr. Das nehmen wir, weil das will ich ausschneiden. Das war die Karte. Die brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt müssen wir uns das hier oben angucken. Da löse ich kurz die Verknüpfung auf oder die Gruppierung. Müssen wir das ein bisschen reinschieben, damit das innerhalb der roten Linien zu liegen kommt. Ne? Jetzt gucken wir uns das an. Eigentlich müsste ich auch hier dieses Element haben, was ich eben nicht brauche. Das kann ich löschen. Und auch hier habe ich zwei Arten von Linien.
Das Schöne ist aber hier, dass es tatsächlich Perforierungslinien sind. Ne? Es hat so kleine Schnitte. Bin mir nicht ganz sicher, ob es hier ausreicht, dass das wirklich am Blatt haften bleibt. Ich gebe hier einfach eine Linie drauf, von dem Punkt zu dem Punkt. Und sage dem, ich will eine Perforierungslinie. Können wir mal gucken, wie die aussieht. Nehmen wir die alte raus, geben die rein. Ich würde sagen, die sieht besser aus. Jetzt müsste die natürlich auch auf derselben Höhe liegen wie alle anderen hier. Das heißt, ich lege die kurz hier hin. Jetzt halte ich die, ich nehme das, halte die Shift-Taste, weil dann geht es gerade runter. Dann sollte das eigentlich passen. Dasselbe haben wir hier. Aber am besten mache ich alle. Zuerst auf eine normale Linie und dann wieder die Perforierung. Dann habe ich kleinere Perforierungslinien und so brechen mir dann die Linien auch weniger. Das müssten jetzt eigentlich alle Perforierungslinien sein. Sicherheitshalber gruppiere ich das noch kurz. Und jetzt habe ich nur noch diese beiden Elemente und die übergebe ich jetzt auch zum Schneiden. Dann können wir das Blatt entsprechend auf der Matte platzieren, die Matte laden und dann das Muster holen. Das ist das, wunderbar. Schneiden, das Messer ist immer noch auf eine 5 eingesetzt, das passt und dann kann ich schon schneiden. Und wir haben hier wunderbar unsere kleinen Perforierungslinien. Das sollte jetzt eigentlich gut funktionieren. Sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright now. I am tearing down this wall. Years go by and gradually the tears run dry, but I'm still here looking for your face in the faceless crowd. Long after our final ship had drowned, it wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right, but how could I forget about you leaving, since my heart has never stopped believing. All that I can see is that I lost you then. I'm looking for a reason to forgive you, but sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright now. I am tearing down this wall. Und so einfach haben wir die Karte auch mit dem Brother Scan & Cut CM900 gemacht. Das heißt, sie ist vorbereitet, dann rübergenommen und hat alles wunderbar funktioniert, passt alles. Und die Perforierungslinien waren bei der Karte tatsächlich die, wo es am einfachsten ging, das Ganze entsprechend umzulegen. Aber ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe mich ein bisschen verraten, weil ich dachte wirklich bei der Vorbereitung, ui, wie mache ich das bloß mit dem Scan & Cut Plotter, dass ich das Print & Cut irgendwie hinbekomme. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so fantastisch funktioniert mit der Lösung, die ich euch gezeigt habe. Aber herrlich, ne?
Und so haben wir wunderbar die Karten, ne? Die zwei, die ich mit der Cameo gemacht hatte, direkt aus dem Silhouette Studio an den Plotter übergeben. Dann die hier, wo ich das Ganze an den Cricut Design Space übergeben habe und dann mit dem Cricut Maker ausgeschnitten habe. Und es ist nicht so, dass das hier nicht übereinander passt, sondern ich habe ein bisschen geschluffert, als ich das aufeinander gebracht habe. Das würde eigentlich passen, ne? Nicht, dass ihr denkt, dass da das Ergebnis nicht gut rausgekommen ist. Und dann die hier, wo wir das mit dem Brother Canvas gemacht haben und dann ausgeschnitten mit dem Scan & Cut CM900. Ihr seht also, ihr könnt selbst solche Designs, wo ihr Elemente habt mit einem Print & Cut, könnt ihr mit den Hacks, die ich euch gezeigt habe, auch mit den anderen Plottern verwenden. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und beantwortet auch die Fragen, die ihr mir gestellt hattet bei meinem letzten Video. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zur kleinen Verlosung. Ich hatte euch ja noch eine kleine Verlosung versprochen und da geht es um Folgendes. Ich hatte dieses Buch bekommen und da geht es um den Cricut Maker, von dem her nicht für die, die den Plotter verwenden, sondern hier für den Cricut Maker. Und zwar ist das ein Praxisbuch, wo ihr einerseits die ganzen Grundlagen, die Werkzeuge, Materialien, Hinweis zum Einsatz mit Vorlagen, dann aber eben auch Projekte drin habt, von wegen Geschenke, Partydekoration, Dekoration von für zu Hause, Sticker und dann auch noch ein Thema eigene Ideen umsetzen, wo ihr da wirklich Schritt für Schritt quasi die Anleitung dazu bekommt. Ich habe das Buch vom MITB Verlag bekommen und ich dachte mir, das wäre ganz sicher was Cooles für diejenigen, die gerade mit dem Maker gestartet haben oder einfach so ein paar neue Ideen suchen. Und deshalb dachte ich mir, ich verlose das hier auf diesem Kanal. Und zwar machen wir das so, wenn ihr dran interessiert seid, dann schreibt mir das in die Kommentare rein. Und dann werde ich nach einer Woche da den Gewinner auslosen und mich dann auch mit demjenigen oder derjenigen in Verbindung setzen, damit ich dann eure Adresse bekomme und ich euch das dann auch zustellen kann. Und ich hoffe, ihr habt dann Spaß an diesem Buch und findet da coole Ideen, was ihr machen könntet. Von dem her, Teilnahme ganz einfach. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, wenn ihr an diesem Buch interessiert seid. Und das war es auch schon für heute, nämlich, dass ich euch zeigen wollte, wie ihr das Silhouette Studio nutzen könnt und dann die Dateien exportieren könnt, damit ihr die dann mit entweder eurem Cricut Plotter oder auch eurem Brother Plotter verwenden könnt und da hat einfach noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung habt. Ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder und wünsche euch ein schönes restliches Wochenende. Bis bald! How could I forget about you leaving? Since my heart has never stopped believing. All that I can see is that I'm lost.